Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem kurzen, einfachen Video, wie man bei einem BMW 1er E87, E88, E81. Auf jeden Fall, wir haben hier den E87, speziell Motorcode N43, Baujahr 2008, 125 kW, Benziner. Aber es ist wichtig, Baujahr und dass es ein 1er BMW ist. Und bei dem haben wir einen Ölwechsel gemacht und wollen den Service zurücksetzen und das wollte ich in einem separaten Video haben. Und ich will euch sehr gerne zeigen, wie man das Ganze zurücksetzen kann. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und zwar machen wir das Ganze wie folgt. Türen zu. Natürlich die besten Voraussetzungen, wenn die Batterie leer ist, das Ganze zu machen. So, Zündung an. Abwarten, bis das Ganze hier erlischt. Die Taste drücken und gedrückt halten. So, dann zeigt uns das Ganze hier einmal an. Dann können wir hier, das seht ihr jetzt nicht, an dem Hebel hier links unten, da können wir dann einmal nach oben drücken und uns einmal durchschalten, was er von uns alles möchte. Wenn wir dann den Service ausgewählt haben, zum Beispiel Öl minus 3000 und das zurücksetzen wollen, dann drücken wir hier die B-C-Taste. Da. Einmal drücken, loslassen und dann nochmal drücken und gedrückt halten. Und loslassen. So, wenn die Batterie leer ist, dann macht er das Ganze natürlich nicht. Also er hat das jetzt abgeschlossen. Wir können jetzt nochmal Zündung ausmachen, anmachen und wie wir sehen, ist der Service nicht mehr da. Er möchte jetzt nur noch den nächsten 10.23. Können wir uns mal angucken, was er da möchte. Gedrückt halten. Achso, zum TÜV möchte er. 10.23. Bremse möchte er vorne bald in 13.000. Check 25.000. Öl haben wir. Bremsflüssigkeit 25. Bremse hinten 48. So sieht das Ganze dann einmal aus. Also nochmal zur Wiederholung. Wir machen Zündung an. Warten, bis das weg ist und wir den Kilometerstand sehen. Dann drücken wir diese Taste und gedrückt halten. So, dann wählen wir mit der Taste hier links unten. Gehen wir hoch. Wählen uns den Service aus. Zum Beispiel den. Drücken hier einmal drauf. Und jetzt nochmal draufdrücken und gedrückt halten. Das mache ich jetzt nicht, weil er den sonst zurücksetzen würde. Und das war es dann auch schon. So, dann machen wir Zündung alles einmal aus. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man den Service zurücksetzen, wenn man natürlich weiß, wie es geht.
Ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schreibt bitte unten in die Kommentare, bei welchen Fahrzeugen wir noch Service zurücksetzen sollen oder was wir noch an Servicearbeiten eventuell machen könnten oder welche Modelle fehlen oder. Schreibt das bitte alles unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!